wir fast eine Stunde am Gepäckband gestanden, aber jetzt sind wir hier. Selbst wenn Sie viele Bücher von Susan Elizabeth wissen Sie vielleicht nicht, dass sie 23 Romane geschrieben hat. Sie ist eine unglaublich erfolgreiche, beliebte Autorin. Diese 23 Romane sind in 30 Sprachen übertragen worden, also noch viel mehr Länder als Sprachen wohlgemerkt. Und allein im deutschsprachigen Raum sind 5 Millionen ihrer Bücher gekauft worden. 5 Millionen. Und da möchte ich doch ein, zwei Fragen vorab stellen. Erstens mal, Susan, very quickly, very successful author, translated in so many languages and 5 million books sold just in German-speaking countries. So what does it do to a person like you to become famous and so rich? I still like a bargain. Yeah. Oh, it has been so wonderful. The thing I have loved most is people who are attracted to romance in general and romance books tend to be mainly women, and also people who have a more positive outlook or who are generous to other people. So that has been the biggest bonus of my career, being sort of embraced by this wonderful community of people who are such big readers and who love romance so much. Also das ist der erste Teil meiner Frage, den sie beantwortet hat. Sie lachen alle an den richtigen Stellen. Ich bin sicher, viele von Ihnen sprechen sehr gut Englisch, aber übersetzt man immer für alle Fälle ein kleines bisschen zwischendurch. Also sie sagt, das Tollste eigentlich an diesem Erfolg, den sie hatte, war festzustellen, dass Leserinnen von Liebesromanen, von Romance Novels, dass das eigentlich alles unglaublich nette Menschen sind, überwiegend Frauen, die auch eher einen großzügigen oder freundlichen Blick auf die Welt haben und auf die Dinge. Und dass sie sich unglaublich wohlfühlt in der Gemeinschaft dieser Frauen. And so, what about the second part, becoming so rich? I already said I like bargains, right? I am rich in terms of the friends I have made. Es stimmt. Immer die ganze Woche hat die Susan uns immer wieder erzählt, hier, diese Tasche habe ich für $8 da und da bekommen und diese Jacke, I'm talking about the bargains you're telling us about, where you get all those things very cheaply. Also sie ist sicherlich keine Luxusperson dadurch geworden, but what's the bonus of the financial success? There must be a bonus to that too. Das macht doch auch ein bisschen was her, oder? Well, it's fine, but like so many of you who have families, my happiness depends on, you know, if the kids are happy, mom's happy, do you know what I mean? Yeah, if my family's well, that's one of the things I certainly enjoy. And writing now, in terms of those of you who might be writers or might be working on a book, it's really difficult to make a living, especially when there's so much piracy going on the internet. Some of you, I think, probably have experienced that. So that is something that is quite challenging right now for writers, and taking that whole journey in your career. Also sie sagt, sie ist wirklich ein Familienmensch, also wenn ihre Kinder und Enkelkinder glücklich sind, das ist für sie absolut das Wichtigste. Und jungen, aufstrebenden Autoren sagt sie auch, die Erwartungen dürfen heute nicht mehr so hoch sein. Das Schreiben ist sehr viel schwieriger geworden, davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und es gibt auch eben so viel Plagiate und Piracy und im Internet werden Sachen kopiert. Also es ist nicht einfacher geworden. Dann gehe ich mal wirklich ins Herz der Sache. I wanted to hear from you what your success has done to Mr. Bill. How do men deal with a successful woman? Mr. Bill is very successful in himself. He also has a huge ego, so it hasn't been a problem. He's a man who enjoys being with women, and he has a very strong mother, so he's respectful of women, and he loves when he gets to go to one of my readings and meet readers. He loves that, especially when they line up to talk to him and ignore me.
Also die grundsätzliche Frage ist halt, wie geht ein Mann damit um, ein Ehemann, der so eine erfolgreiche Frau hat. Sie alle kennen aus dem Internet schon Mr. Bill von Facebook. Und sie sagt erstens mal, Mr. Bill, der hat Erfolg in seinen eigenen Dingen, der ist groß, der hat ein großes Ego. Und oft ist es so, dass er auf ihre Leser redet, eher mit den Leserinnen. Also das ist überhaupt kein Problem. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch sagen. Ich habe immer große Hochachtung für Übersetzern von Büchern. Ist Claudia Geng hier im Raum? Das ist nämlich die Übersetzerin dieses Buches. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir sie vielleicht noch kennenlernen. Und eine andere Sache wollte ich noch anschließen, bevor wir in das Buch so ein bisschen einsteigen. Die Zeit ist ja leider knapp. Wir hatten bis jetzt immer 90 Minuten, da konnten wir uns richtig austoben. Heute ist es nur eine Stunde. Die nächste Frage wäre jetzt, wenn die Bücher in so viele Länder verkauft werden, nach Korea, nach Japan, nach Afrika, wer weiß wohin, wie kommt es, dass Ihre amerikanischen Geschichten diese ganzen Frauen aus unterschiedlichsten Kulturen ansprechen? I mean, your books are sold into the farthest countries in this universe, in the world. How come that they appeal equally to women from totally different cultures, Korea, Japan, France, Scandinavia, you name it, South America? What is it about your books? It's very interesting to me. When I started writing, I would give interviews and people would say, who is your reading audience? And I would say, the American woman. And that was until I made my first trip to Germany. And the very first time I met readers here, I felt completely at home because there's no difference between my readers here and any other place. I thought about this, and I think what happens is, you think about the romance novel. Aren't these, on some level, the same stories that women used to tell each other around the campfire during prehistoric times? Women can talk about all kinds of things. We can talk about business, we can talk about politics, but what is one of the things we love talking about? Family. Who's dating who? Who's getting married? Who's having trouble in their marriage? We love talking about families, we love talking about community, and there's no genre that does this better than the romance genre. It connects us internationally in so many ways. It's one of the things that I most love when I get to visit other countries, feeling this huge bond among women. I think it's very powerful. That sounds wonderful. Also als sie anfing zu schreiben und gefragt wurde, für wen schreiben Sie denn? Wer sind denn Ihre Leserinnen, sagte sie. Die amerikanische Frau, ein Teenager und 70. Und als sie dann ihre erste Lesereise ins Ausland machte, nach Deutschland, da hatte sie so eine Wärme und ein Entgegenkommen gespürt, dass sie merkte, hier kommen ihre Romane genauso gut an. Und nachdem sie es hinterher analysiert hat, sagte sie, eigentlich sind ja Geschichten und Themen aus Liebesromanen schon Dinge, die sich früher die Frauen, also die Steinzeitfrauen ums Lagerfeuer herum, da vor der Höhle erzählt haben. Was interessiert Frauen? Wir können über alles reden, Business, wir können über Politik reden, über Geld, aber Frauen reden auch gerne über menschliche Themen, über Familie. Wer liebt wen, wer betrügt wen, was ist mit den Kindern? Und das macht aus uns eine starke Gemeinschaft und schafft auch ein starkes Band. Und das ist ihr aufgefallen, als sie dann in die ferneren Länder gereist ist und ihre Leserin kennengelernt hat.